Hallo, vor ziemlich genau 3 Jahren fiel bei uns im Haus eine Entscheidung. Wir wollten weniger auslagern nach Asien gegen den allgemeinen Trend und wollen wieder mehr und mehr im Haus, in Deutschland, in Europa stattfinden lassen. Wir konnten mit Daniel Gradert einen hervorragenden Lautsprecherentwickler für uns gewinnen. Wir haben investiert in Software zur Simulation, in Hardware zum Prototypenbau und in kalibrierte Messgeräte für die Qualitätskontrolle. Und die Früchte dieser Arbeit darf ich euch heute in diesem Video nicht ganz ohne Stolz vorstellen. Folgt mir, wenn ihr mehr erfahren wollt. Mein Name ist Frank Miketta, CTO bei der Firma Gladen und Mosconi. Ja, eine ganze Menge Material für unseren ersten verfilmten Newsletter. Wir haben neue Komponenten, neue Lautsprecher im Format 20 mm bis 25 cm Subwoofer. Und ich arbeite mich einfach von vorne nach hinten durch. Fangen wir an, 20 mm, ein neuer Hochtöner, der HG20 SG. So sieht er fertig montiert aus in dem Montagezubehör, in dem Einbauflansch. SG, das Kürzel verrät uns schon, der gehört zur Zero-Linie, ist also vergleichbar auch im Klangcharakter mit unserem bekannten HG25 SG mit dem 25 mm Hochtöner. Schön feinzeichnend, auflösend, ohne dabei nervig zu werden. Warum baut man einen 20 mm Hochtöner? Nun, der als bester Kompromiss bei Hochtonlautsprechern hat sich eigentlich das Format 25 oder 28 mm durchgesetzt. Das findet man auch in allen, mehr oder weniger allen wertigen Zwei-Wege-Systemen. Ein kleinerer Hochtöner, dieser 20 mm Hochtöner, hat den Vorteil der kleineren Membran, dadurch ein besseres Rundstrahlverhalten. Und die kleinere Membran ist natürlich auch automatisch leichter, weswegen er weniger bewegte Masse mit sich rumschleppt und gerade im oberen Hochtonbereich auflösender spielt. Kompromiss ist natürlich immer, hat er seine Qualitäten im oberen Hochtonbereich, kann er nicht ganz so tief runterspielen. Das heißt, dieser Hochtöner ist zu Hause eigentlich im Drei-Wege-System. In Kombination mit einem 8 oder 10 cm Mitteltöner, der eine entsprechend hohe Trennung dann zulässt, läuft er zur Höchstform auf. Im Zwei-Wege-System würde ich ihn bedingt einsetzen. Er hat aber auch im Zwei-Wege-System, kann er Vorteile haben, und zwar in dem Moment, wo ich unsichtbar hinter einen Original-Einbauplatz einbauen will. Ich habe hier mal so ein Original-Spiegeldreieck von einem Golf und da kann man eigentlich recht gut erkennen, ich hoffe, das sieht man später, die Durchlassfläche von dem Gitter ist nicht sonderlich groß. Und wenn die Durchlassfläche, der reine geöffnete Querschnitt von dem Gitter, wo der Hochtöner hinter sitzen soll, wenn dieser reine geöffnete Querschnitt kleiner ist als die Membranfläche, dann haben wir das Problem, dass sich zwischen Gitter und Hochtöner Kompressionseffekte und ja, negative Effekte auswirken. Deswegen ist er gerade in dieser Anwendung eigentlich der bessere Hochtöner, auch wenn er kleiner ist, auch wenn er untenrum seine Problemchen hat im unteren Hochtonbereich in der Ankopplung. In dieser Anwendung ist der 20 mm Hochtöner eigentlich der bessere Hochtöner. Dazu kommt, ich hoffe, das kann man erkennen, dass man ihn auch in einem originalen Einbauplatz mehr oder weniger etwas ausrichten kann. Das ist also leichter zu montieren, ist besser zu montieren und hat gerade in Verbindung mit dem Original, mit der Original-Gitteröffnung, hat er ganz klar Vorteile. Dieser 20 mm Hochtöner, der HG20 SG,
Wie gesagt, kommt aus der Zero-Linie und ist auch ähnlich modular gebaut. Das heißt, das Montagezubehör ist zerlegbar. Die eigentliche Hochtonpille kann man entnehmen. Den Einbauring kann man vorher montieren, einspachteln, in die A-Säule platzieren, wie auch immer. Später den Hochtöner wieder montieren. Ist also ein vollwertiges Mitglied der Zero Line und ähnlich gebaut wie der HG25 SG. Der zweite Lautsprecher, den ich euch mitgebracht habe, ist der HG38 SG. Das komplette Gegenteil vom HG20 SG. Dieser Hochtöner hat eigentlich die Bezeichnung Mittelhochtöner verdient. Ist ein 38 mm Hochtöner. Der hat mit Sicherheit nicht die Absicht, der luftigste und feinzeichnendste Hochtöner zu sein. Das ist ein Lautsprecher für besondere Anwendungen. Den kann man extrem tief und breitbandig ankoppeln. Ist also da zu Hause, wo eigentlich ein Drei-Wege-System angesagt wäre, ich aber keinen kompletten Mitteltöner unterkriegen kann, einbautechnisch. Da kann ich ein Zwei-Wege-System so kombinieren, dass ich den Großteil des Stimmbereichs immer noch aus dem Hochtöner generieren kann. Oder in Verbindung mit einem 20 cm Tiefmittelton-Lautsprecher, der naturgemäß im Hochtonbereich seine Schwächen hat. Da kann ich eine entsprechend tiefe, akustisch gelungene Ankopplung erreichen mit diesem 38 mm Hochtöner. Der ist sinnvoll einzusetzen ab 2 kHz und kann diese 2 kHz natürlich auch durch die Membranfläche, der hat im Vergleich zum 25 mm Hochtöner mehr als das Doppelte der Membranfläche, muss dann auch bei gegebener Frequenz entsprechend weniger arbeiten und hat die bessere Ankopplung an die Luft, den günstigeren Strahlungswiderstand. Das führt dazu, dass der bis in den Mitteltonbereich runter mit einer enormen Dynamik spielen kann. Der Lautsprecher macht richtig Spaß in den beschriebenen besonderen Anwendungen. Wenn im Zwei-Wege-System der Tieftöner weit weg vom Hochtöner ist, wenn der Tieftöner Schwächen im Mitteltonbereich hat, dann ist dieser Hochtöner an seinem Platz und er spielt seine vollen Stärken aus. Oder wenn es richtig pegelfest und dynamisch werden soll, bis annähernd in den Mitteltonbereich runter. Wie gesagt, mein persönliches Highlight, auch ein SG, HG38 SG, also der Zero-Familien zuzuordnen. Diesen Hochtöner gibt es entweder in dieser Form komplett fertig, es gibt aber auch die NG-Version. NG steht für No Glue, das heißt, er ist von uns aus, vom Werk aus nicht verklebt. Man bekommt die einzelne Hochtonpille, den Einbauring und das Gitter und kann sich damit entsprechend zunächst den Einbauring in A-Säule oder Spiegeldreieck oder Armaturenbrett platzieren und später selber den Hochtöner einkleben oder montieren. Entsprechend das gleiche mit dem Gitter. Das Gitter hält dann bei montiertem Hochtöner allerdings auch schon magnetisch. Ja, wie gesagt, die Vorteile liegen genau auf der anderen Seite des Frequenzbands. Ich habe hier den Frequenzganschrieb mal mitgebracht. Der spielt also auch sehr linear hoch bis 20 kHz, allerdings nur auf Achse. Naturgemäß durch die große Membran fängt er irgendwann an zu bündeln und man sieht es auf Winkel gehört, dass der Hochton schon ein wenig einbricht. Ansonsten ein blitzsauberer Hochtöner für besondere Anwendungen. Zwei Lautsprecher, die vom besten Kompromiss, so nenne ich es mal, abweichen, indem sie eigene Kompromisse eingehen. Der eine super feinzeichnend im oberen Hochtonbereich, der andere kann richtig tief runterspielen, dynamisch. Das lässt sich natürlich auch prima zu einer Zwei-Wege-Kombi kombinieren, womit man dann beide Vorteile erschlagen kann. Tief angekoppelt
und ein superklasse oberer Hochtonbereich mit dem HG20 SG als super Hochtöner oben aufgesetzt. Das so als Idee für den Hinterkopf. Ja, kleine News, Business Insider, unsere Mercedes-Systeme, unsere speziellen Mercedes-Systeme für Mercedes, bisher bekannt für C-Klasse W205, E-Klasse 213, ist ergänzt worden, erweitert worden durch das One 100.2 MBM. Das passt jetzt in GLE. Das heißt, für GLE haben wir jetzt auch ein passendes System. Das ist die Zwei-Wege-Kombination. Hochtöner passend für GLE, Frequenzweichen, Mitteltöner für in die Türe. Das Ganze wird kombiniert mit einem Lautsprecher, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Das ist der GA200 SG3, ein 3 Ohm 20 cm Tieftöner. So sieht man den auch mal. Dann haben wir auch ein komplettes Drei-Wege-System. Und das bedeutet auch automatisch, wir haben ein Sound-Up-System für Mercedes GLE. In dem gleichen Atemzug haben wir unser bekanntes System für den W205, das ist jetzt Business Insider, Information für Händler. Unser bekanntes W205-System haben wir auch in der Verpackung getrennt, das heißt Hochtöner, Mitteltöner, Frequenzweichen ist ein Set, das Zwei-Wege-Set für die Türe. Das andere Set sind die beiden Tieftöner für Linkslenker und für Rechtshändler. Die Tieftöner gibt es jetzt einzeln separat zur Mittel-Hochtoneinheit. Damit hat man mehr flexiblere Kombinationsmöglichkeiten. Ja, mit der Tieftonlösung für den GLE sind wir dann auch schon bei 20 cm angekommen. Von 20 mm sind wir jetzt bei 20 cm. Ein 8 Zoll 20 cm Universal Tief-Mittelton mit trotz Ferritmagnet, ziemlich flacher Bauweise, einbaufreundlich, eine etwas konvexe Membran, nennt sich Naviform, damit trotz dieser flachen Bauweise eine ordentliche Membranstabilität gewährleistet ist. Der kann richtig gut untenrum drücken, der macht richtig ordentlich Bass aus der Tür oder aus der Spritzwand im Mercedes, im GLE, wo man einsetzen. Fantastischer Lautsprecher, macht richtig Laune, kann aber auch bis in den Mitteltonbereich hochspielen, lässt sich also mit einem gut verbauten 25er, 28er Hochtöner, wenn man den ordentlich platzieren kann, oder perfekt mit unserem 38 mm Hochtöner kombinieren, zum Zwei-Wege-System. Man ist also bei 20 cm Türlautsprechern oder Tief-Mittelton-Lautsprechern nicht mehr gezwungen, unbedingt Drei-Wege-Systeme zu bauen. Dieser GA200 SG3 ist ein 3 Ohm Chassis mit einem ordentlichen Wirkungsgrad. Der deckt das so weit ab, dass auch Zwei-Wege-System mit 20 cm Lautsprecher funktionieren kann. So, und jetzt kommen wir für mich zu einem ganz persönlichen, echten Highlight. Ein neues fahrzeugspezifisches System für Mercedes C-Klasse, E-Klasse, W205, W213 und GLC. Gibt es mittlerweile, ist ein sehr beliebtes Fahrzeug, sehr, sehr viele Systeme auf dem Markt. Da haben wir gesagt, machen wir doch mal eins richtig. Und das ist dem Daniel Gradert richtig, richtig gut gelungen. Wir haben die Zwei-Wege-Kombination für die Tür. In der Front eine sehr leichte, sehr, sehr gut gedämmte Alumembrane mit Neodynantrieb. Das Ganze im ordentlichen Druckuskorb. Und dieser Lautsprecher, dieser 10er Mitteltöner zu dem System, der ja im Prinzip die komplette Musikalität abbilden muss, da hat da sehr, sehr viel Liebe reingesteckt. Das war lange Entwicklungsarbeit mit immer wieder Testen und so weiter. Und wenn man sich das mal anguckt,
Ich hoffe, das sieht man. Ich habe mir hier den Frequenzgang geschrieben von dem Mitteltöner, das Datenblatt. Der steht also im Bereich 150-200 Hertz. Das ist relativ typisch für einen 10 cm Mitteltöner. Aber der steht aalglatt bis 20 Kilohertz raus. Das ist ein echtes Highlight. Der macht so eine Dynamik und so viel Spaß im Mitteltonbereich. Wer die Videos schon länger verfolgt, weiß, ich habe das System schon länger bei mir im Auto verbaut. Das ist schon ein Hammer. Wie gesagt, der 10er Mitteltöner, echtes Highlight in dem System. Entsprechend der Qualität auch der 25 mm Hochtöner für die Originalaufnahme. Auch komplett überarbeitet. Ist jetzt auch angelehnt an unseren SG-Hochtöner im Klangcharakter. Dazu eine ordentliche Frequenzweiche, massiv gebaut, die auch bei höheren Belastungen nicht in die Sättigung geht. Das als 2 cm, als 10 cm Zwei-Wege-System für die vordere Tür. Dann gibt es bei Mercedes immer noch die Sonderlocke Coupé Cabrio ohne Spiegeldreiecke. Dafür haben wir eine Lösung, die man allerdings sieht mit unserem HG25 SG im gelederten, vorgefertigten Spiegeldreieck. Wer das nicht möchte oder auch für die hinteren Türen, wo es keine Hochtonaufnahme gibt, gibt es jetzt auch diesen hervorragenden 10er Mitteltöner als Coax-Lautsprecher mit einem 14 mm Seiden Hochtöner im akustischen Zentrum platziert. Auch dazu habe ich hier den Frequenzgang schrieb und der steht oben rum, steht der nochmal eine Ecke besser. Auch unter Winkel bricht der kaum ein, mit einem kleinen Shellfilter im DSP locker zu managen. Dann steht der aalglatt bis 20 Kilohertz hoch. Auch ein fantastischer Lautsprecher. Auch der Tieftöner in dieser kruden Mercedes-Form ist komplett überarbeitet. Neodyn-Antrieb, Blechkorb. Die Entscheidung fiel auf eine leichte Papiermembrane. Ganz einfach, weil wir passend zum Sound Quality System einen Tieftöner haben wollten, der ohne Effekthascherei im Tiefbasskeller, was der 20 cm Lautsprecher eh nicht kann, der ohne Effekthascherei einfach kernig, knackig auf den Punkt spielt. Ich habe den bei mir im Auto so verbaut, Full Range ohne Subwoofer. Ab einem gewissen Pegelanspruch muss ich sagen, ein bisschen mehr im Bass könnte er schon machen. Was der im Gegenzug aber an Geschwindigkeit, an Kick an den Tag legt, macht einfach nur Freude. Also je nach Anspruch im Pegel und im Anspruch an den Tiefbassbereich müsste der kombiniert werden mit einem Subwoofer, läuft aber auch einwandfrei im Drei-Wege-System als Full-Range-Lautsprecher. Dass das Ganze immer noch Welten besser läuft als jeder Original Mercedes-Lautsprecher, brauche ich glaube ich nicht erwähnen. Also wer im Mercedes auf der klanglich hochwertigen Schiene unterwegs ist, da haben wir jetzt eine Lösung mit dem neuen MBSQ-System. Das ist natürlich auch komplett abgerundet mit dem Center Speaker, auch Aluminiummembrane, ähnlich gebaut mit Neodyn-Antrieb. Center Speaker muss natürlich Doppelschwingspule haben, einmal für Musik, einmal für SOS-Notrufsystem, ist bei Mercedes so gelöst. Dann haben wir auch für Sedan, für die Limousine, für die Hutablage den entsprechenden 10 cm Lautsprecher mit den geänderten Aufnahmen. Da passt der Türlautsprecher nicht, da muss ein eigener Lautsprecher her, ein eigener Korb. Auch den hat Daniel so adaptiert, dass wir dieses komplette SQ-System für sämtliche W205, W213 GLC anbieten können. Vordere Tür, Fußraum-Subwoofer, hintere Tür als Coax,
und Hutablage und Center Speaker. Ja, wie gesagt, eins meiner ganz persönlichen Highlights, weil seitdem ich mir das eingebaut habe, Mitte letzten Jahres, die ersten Prototypen, bin ich davon hellauf begeistert. So, vorhin angesprochen bei den Mercedes SQ-Systemen, Thema Bass und Subwoofer. Und da sind wir mittlerweile in der Situation, jeder will ihn haben, keiner will ihn sehen. Von daher, gerade unsere Händler und Vertriebe haben wahrscheinlich schon sehnlich drauf gewartet. Unsere neue Serie Slim Subwoofer in der RSX-Linie, extrem geringe Einbautiefe, 75 mm, der 20er bzw. knapp über 80 mm, der 25er, 10 mm linearer Hub. Das sind ideale Subwoofer, Universalchassis für kleine Gehäuse, für Gehäuse mit geringer Höhe. Die Subwoofer sind alle, die Slim Subwoofer RSX Slim, sind mit Doppelschwingspule, 2x2 Ohm. Damit sind wir sehr flexibel bei der Auswahl der Endstufe, in Reihe auf 4 Ohm, gebrückt an den Verstärker oder an 2 Ohm stabile Ausgänge von anderen Verstärkern. Kein Problem, der spielt seine maximale Performance aus. Wie gesagt, gute Universalchassis machen knackigen, tiefen, druckvollen Bass im kleinen, kompakten Gehäuse. Ab Mitte Februar haben wir die auch in diversen, sehr kompakten Fertiggehäusen im Sortiment. Das kommt dann im nächsten Newsletter. Erhältlich als 20er, 8 Zoll und als 25er 10 Zoll Subwoofer die neuen RSX Slim. So, damit sind wir auch schon beim letzten Punkt für heute, die News im Januar. Unser bekanntes, bewährtes BMW One System. Bisher gab es 2 dieser Systeme, das One 201 BMW und das 201 BMW Extreme. Das hat sich auch Daniel mal komplett unter seine Fittiche genommen und hat beide Systeme verschmolzen zu einem System. Dadurch konnte man die Stückzahl erhöhen. Höhere Stückzahlen beim gleichen Lautsprecher heißt mehr Performance für gleiches oder weniger Geld. Das kommt euch zugute. Was hat sich geändert? Zunächst mal Beruhigung für alle unsere Profis, für die Händler, die immer gesagt haben, ihr habt zwar nicht das schönste System, aber mit Abstand das Beste. An dieser Performance hat sich nichts geändert. Der Hochton 25 mm Seidenkalotte, der One 25 BMW ist unverändert geblieben. Der Mitteltöner ist überarbeitet, hat jetzt auch beidseitig eine Dichtung bekommen, weil er in manchen BMWs in die Türe eingebaut wird, in manchen in die Türverkleidung. Das Terminal ist kompakter geworden, gibt bei einigen etwas enger gebauten Türeinbauten gab es mit dem alten Terminal Probleme, das haben wir behoben. Die Ferret-Version gibt es nicht mehr, das ist der Mitteltöner aus dem Extreme Set, ist es geworden, mit dem schmalen Neodym-Antrieb. Das heißt, auch da gibt es einbautechnisch keine Probleme mehr bei sehr guter klanglicher Performance. Der Tieftöner 20er Untersitz Subwoofer ist eine Symbiose aus dem bekannten 201 BMW und dem Extreme Tieftöner, hat eine überarbeitete 38 mm Schwingspule, hat sich im Klangcharakter nicht verändert, spielt genauso schön wie der vom 201 System, ist aber von der Belastbarkeit der Extreme Tieftöner geworden. Alle Parameter sind überarbeitet, beim Mitteltöner wie auch beim Tieftöner. Der Frequenzgang ist besser geworden. Das Ganze ist praxisorientiert optimiert, ohne Kompromisse bei der Belastbarkeit. Auch eine Verschmelzung der
Die Schwingspule ist jetzt eine 3 Ohm Schwingspule. Damit entlasten wir ein bisschen kleinere Digitalendstufen, ohne auf den entscheidenden Leistungsplus einer niedrigen Impedanz an den Endstufen zu verzichten. Wie gesagt, Verschmelzung beider Systeme. Auch im Sound-Upset ist jetzt das BMW 202 enthalten. Zu dem Set gibt es separat den Mitteltöner. Ich halte mal beide in die Kamera. Das ist der Standard 10 cm Mitteltöner mit der Standard BMW Aufnahme. Und jetzt gibt es auch die Small oder Slim Version der One 100 BMW-S mit einem kleineren Lochkreis, mit einem etwas kleineren Korb. Der wird benötigt hauptsächlich für Heckeinbauten, einige Exoten, BMW E60, E61 auch in der vorderen Tür. Da passt der größere nicht rein. Und bei BMW Mini wird der kleinere Mitteltöner benötigt. Ab sofort auch im Programm und lieferbar. Ja, soweit unser erster verfilmter Newsletter mit vielen Highlights aus der Lautsprecherszene, aus der Lautsprechertechnik, Universalchassis, Problemlöser, echte Highlights, System-Upgrades, neue Subwoofer. Für jeden was dabei. Das war eine ganze Menge Zeug, was jetzt alleine im Januar neu gekommen ist bei uns. Ab Lager verfügbar, bei eurem Händler verfügbar. Wenn es euch wie mir geht, ich warte auf die ersten Sonnenstrahlen, habe wieder richtig Bock am Auto was zu ändern, zu verbessern. Fragt uns zu den Produkten. Wir sind vertreten auf Facebook, auf Instagram, hier auf YouTube, per E-Mail. Stellt uns eure Fragen, geht zu eurem Händler, löchert die und ja, in diesem Sinne, folgt uns, dann verpasst ihr nichts. Der nächste Newsletter wird erscheinen Anfang März. Dann auch wieder Schwerpunkt Lautsprecher. Im weiteren Frühjahr geht es dann mit Elektronik weiter. In diesem Sinne, viel Spaß mit eurer Musikanlage, mit eurem Auto, mit eurer Musik. Bis dann. Tschüss.